Auf die Plätze. Ich freue mich auf die ganzen neuen Informationen, weil ich wirklich noch gar nicht weiß so richtig, was heute mich erwartet. Also ich glaube, dass wir ganz viele interessante Sachen lernen werden und ich freue mich schon darauf. Fertig. Ich war hier noch nie und ich freue mich einfach darauf, alles so ein bisschen auszuprobieren und kennenzulernen. Ja, ich freue mich auch hier, weil es hat auch letztes Mal schon sehr viel Spaß gemacht. Los. Ich lasse mich mal überraschen. Noch schnell ein wenig Energie schnappen und dann ab auf die Strecke der Wissenschaftsrallye rund um den Hofgarten. 15 Stationen, also Fachbereiche, geben den 13- bis 18-Jährigen Einblick in ihre Themenfelder. Mit dem Kling-Klang-Quiz der Abteilung Musikwissenschaft Sound Studies, in dem es um ganz unterschiedliche Möglichkeiten von Klangerzeugung geht, oder dem Geruchsquiz zu Gewürzen aus der Bibel der katholischen Theologie, haben alle Sinne was zu tun. Bei der Abteilung für Medievistik, also den Experten für die mittelalterliche Sprache und Literatur, ging es um König Artus, der anders als seine Tafelrunde anscheinend eher ein ruhiges Leben bevorzugte. Fun Fact ist tatsächlich, dass in der deutschsprachigen Literatur Artus gar nicht so viel zu tun hat, sondern immer nur an seinem Hof sitzt und seine Ritter dafür die Abenteuer erleben und meistens auch noch junge Frauen mit nach Hause bringen, die sie dann natürlich heiraten dürfen. Auf das mit dem Heiraten hat die Medievistik verzichtet, aber auch unsere Ritterinnen und Ritter mussten sich erst einmal durch ein 28 Meter langes mittelalterliches Labyrinth arbeiten, um an den Heiligen Gral zu kommen. Die Schüler und Schülerinnen sollen eine Rätselfrage lösen, die sich im Gral verbirgt, und wenn sie rauskommen, werden sie Teil der Gralgemeinschaft und bekommen ihren Stempel. 10 davon gilt es zu sammeln, um am Ende der Rallye ein Präsent zu bekommen. Also mit Vollgas weiter. Zur Skandinavistik und lernen, dass isländische Telefonbücher nach Vornamen sortiert werden. Ins Unimuseum, um ein Kreuzworträtsel rund um die Geschichte der Uni Bonn zu lösen. Und zu den Orient- und Asienwissenschaften, wo Schriften und Bilder den verschiedenen Ländern zugeordnet werden sollen. Bei den Nordamerika-Studien wartet dann die nächste prominente Person auf die Rallye-Pilotinnen und Piloten, Pocahontas. Wir haben verschiedene Daten und Stationen aus ihrem Leben ein bisschen durcheinander gemischt, damit es auch ein bisschen interessant ist. Und die werden heute in die richtige Reihenfolge gebracht, um rauszufinden, nicht nur wer das wirklich war, sondern auch, was ihre Geschichte wirklich war und woher wir diese Geschichte eigentlich haben. Wir kennen wahrscheinlich fast alle Pocahontas in erster Linie durch Disney, doch leider zeichnet der Film ein falsches Bild von der historischen Figur. Diese Geschichte, wie sie in dem Disney-Film dargestellt wird, dass John Smith von den Ureinwohnern gefangen genommen wurde und umgebracht werden sollte und dann ist Pocahontas dazwischen gegangen, um ihn zu retten, das hat so nicht stattgefunden. Also das hat er hinterher erzählt und aus den Überlieferungen der Powhatan, also der Ureinwohnergruppe des Stammes zu der Zeit, wissen wir, eigentlich war es ein Ritual, um ihm Verantwortung als Verhandlungspartner zu übertragen. Und sie hätten überhaupt keinen Grund gehabt, ihn zu verletzen oder ihn hinzurichten. Also diese Geschichte, dass sie ihn gerettet hat, ist frei erfunden. Wie kompliziert es ist, sich in das Denken anderer hineinzuversetzen und wie wir Menschen Informationen verarbeiten, das zeigen die Selbstexperimente der Psychologie. Im Arithmeum, dem Museum rund ums Rechnen, wird mit einem sogenannten Proportionalzirkel so gezeichnet, wie es Architekten noch vor wenigen 100 Jahren gemacht haben, um Gebäude zu entwerfen. Im Institut für Geschichtswissenschaft ging es dann rund um Urkunden und Siegel. Wir lieben es, über Urkunden zu reden und darüber, was wir machen. Und es ist schön zu sehen, die Schüler sind sehr interessiert. Wir waren am Anfang ein bisschen unsicher, wegen der großen Altersunterschied 17 und 13, wie gut die Urkunden lesen können oder wie interessiert die sind. Und tatsächlich können die sehr gut lesen. Wir haben einige einfachere Urkunden, einige schwerere. Die sind interessiert, die fragen nach, die reden mit uns darüber. So können die Teilnehmenden auch erfahren, dass mittelalterliche Urkunden nicht nur wegen des geschriebenen Inhalts so wertvoll waren. Ja, mittelalterliche Urkunden wurden tatsächlich auf Tierhaut geschrieben. Was ich merke, ist anscheinend nicht so bekannt. Nicht auf Papier, auf Tierhaut, die früher sehr teuer war. Und häufig Herrscherurkunden, die wir hier untersuchen, sind damit ein Objekt des Prestige, was man auch vergleichen kann, vielleicht mit einer Rolex oder so etwas. Also ein teuren Objekt, was man auch mal vorzeigen kann. Solche Anekdoten faszinieren auch Frau Dr. Andrea Grugel, Leiterin des Teams Identifikation und Veranstaltung, immer wieder aufs Neue, weshalb sie sich nicht nehmen lässt, auch selbst die Station der Rallye zu besuchen.
Das Spannende an der Wissenschaftsrallye rund um den Hofgarten ist, dass es wieder andere Fächer sind als bei unserer Rallye rund um Poppelsdorf, nämlich eher die Geisteswissenschaften. Jede Wissenschaftsrallye ist anders. Jedes Fach macht unterschiedliche Dinge, in jedem Jahr immer neu. Und ich lerne jedes Mal ganz viele tolle Sachen dazu. In der Abteilung Romanistik reisen die Teens auf spielerische Reise durch die Sprachen. Die Universitäts- und Landesbibliothek stellt sich mit Hilfe eines Kreuzworträtsels vor. Und in der Medienwissenschaft küssen sich die Schülerinnen und Schüler einmal quer durchs Themenfeld. Das Exzellenzcluster Bonn Center for Dependency and Slavery Studies setzt sich aus ganz vielen Fachbereichen zusammen. Gemeinsam forschen sie an Abhängigkeiten in jeglicher Form, sei es Sklaverei oder finanzielle Abhängigkeit. Die Mächtigen, die haben natürlich die Geschichtsschreibung bestimmt. Und es geht uns ein bisschen darum, zwischen den Zeilen zu lesen oder Techniken auch auf Techniken aufmerksam zu machen, wie man eben die Stimmen der nicht mächtigen Menschen hören kann. So lernen die Schülerinnen und Schüler, dass uns Grab- oder Gedenktafeln als eine Quelle für Informationen über Sklaven im antiken Rom dienen können, aber auch, wie hart eine Bestrafung im Mittelalter ausfallen konnte. Es gab sogenannte Bußbücher. Das waren im Grunde so Handbücher für Geistliche, wie sie die Buße zu verteilen hatten. Also bei der und der Sünde gab es die Buße und bei der und der Sünde gab es die Buße. Und hier aufgebaut haben wir die Ration zum Beispiel für eine Woche Buße tun. Das hat jetzt unsere Teilnehmenden ganz schön schockiert, wie wenig, also war aus ihrer Sicht schon sehr wenig für einen Tag, aber sich vorzustellen, dass es für eine Woche reichen musste, hatte Eindruck hinterlassen. Das Sprachlernzentrum wartet mit einem Quiz auf. Im Institut für politische Wissenschaft und Soziologie geht es ums Thema Geld und aktuelle Politik. Und dann mit all den Stempeln zurück zum Ziel in den Arkadenhof. Denn für alle, die 10 Stationen absolviert haben, gibt es Gutscheine für einen Snack beim Studierendenwerk Bonn und freien Eintritt ins August-Macker-Haus Bonn. Das Mitmachen lohnt sich also. Sehr toll, es gab viele schöne Stationen und es war auch sehr abwechslungsreich. Ich habe richtig viel Neues gelernt, was ich davon noch nicht wusste. Es hat also sehr viel Spaß gemacht, man hat viel gelernt und deswegen finde ich das sehr cool, ja. Ich komme auf jeden Fall wieder.